Meine Schwester verschwand vor 2 Monaten und der Staat erklärte die Fußhabsschuld. Ich heiße Miriam folgt, Identitäts, Datenanalystin in Berlin Tempelhof Linie ist 23, war 23. Ich weiß nicht mehr welche Seite es benutzen soll, die ist mein kleine Schwester, andere Nachnamen weil on the Hand und this. Trenten als sie fand fair, ist nom den Namen meiner Mutter. Wir behielten unsere Vaters, Leonie Rausch. Am 4. November gang sie zur Arbeit, sie kam näher an, ihre Wohnung unberührt, ihr Handy aus. Ihr konnte keine Bewegung, es rief die Polizei, 3-mal, der Name ist auf, routiniert, gelangweilt. Not am Ritterbetamsch aninjuriert, Offizielsschreiben, Sumper, Aktenzeichen, nach Prüfung aller vorliegenden Umstände gehen wir von einer selbstbestimmte Outside-Haus. Selbstbestimmte Outside. Ich las den das 3-mal. Dann noch einmal, jedes Wort eine Lüge. Leonie hatte einen festen Job, einen Freund, eine Katze, die sie liebte, sie hatte Pläne, sie wollte nächstes Jahr nach Portugal. Mit mir, wir hatten schon Gebot, manche mit Planen verschwinden ist freiwillig, manche mit Planen würden verschwinden. Es ging zur Polizeistation, persönlich, mit Dokumenten, mit Fotos, mit Beweisen, dass meine Schwester nicht einfach gegangen war. Gar der Amte im Schalter zoomte an, müde, abweisend, der Fall ist abgeschlossen. Hat nie angefangen. Frau folgt, ihre Schwester ist erwachsen. Sie darf gehen, wohin sie will. Sie ist nicht gegangen. Sie ist verschwunden, das sagen viele Angehörige. Dreht es Week, nächste, ich stand da, in Flur einer Behörde. Umgeben von Menschen, die ihre Arbeit machten, die Formulare, Hausführten, die Stampede rauchten, die Leben in Aktenzeichen verwanderten, und ich versend zum ersten Mal. Ich war allein. Der Staat war it suchen, die Polizei war in this immatern. Niemand würde kommen. Wenn ich Leonie finden würde, musste sie selbst tun. In is im Laxtashi in meiner Wohnung, Laptop auf dem Schoß. Leonies Gesicht auf dem Bildschirm, das letzte Foto, das ich von ihr hatte, zweiflend vor ihren Verschweden. Sie lächelte. Dieses Lächeln, auf das man ganzes Leben kannte. Ich begann zu suchen. Ihre Social Media Profile, E-Mails, ihre Kontakte, alles was ich finden konnte. Und die Mai 20. Mai fand ich. Nicht antworten. Fragen. Warum hatte sie mir von ihrem neuen Projekt erzählt? Warum hatte sie 3 Wochen vor ihrem Verschwinden ihr Passwort geändert? Warum hatte sie einen Ordner auf ihrem Cloud-Speicher, den ich öffnen hieß? Ich öffnete ihn. Und in diesem Moment begann alles. Der Ordner enthielt 3 Dateien, eine davon war Freshlosses, die anderen beiden waren Fotos. Das erste Foto an Gebäude, grau, flush, ohne Schild, irgendwo im Stadtrand, Industriegebiet vielleicht, oder Gewerbepark, ich kannte es nice. Das zweite Foto ein Dokument, abfotografiert, schräg, hostage. I said to him, not the Kartnik had hobbed. It's Zumba her run. Briefkopf nexodune Gesellschaft nicht geschränke Haften. Dahinter ein Stumpet vertraulichste für 3. Nexodune. Ich hatte den Namen nicht gehört, Line hatte ihn nie erwähnt. Ich öffnete Google, tippte den Namen ein. 3 Ergebnisse. Eine Frieden ins Netz, eine leerlinke Seite, ein Handelsregistereintrag ohne Details, eine Website im Aufbau, eine Thing, die nicht kaputt worden wollte. Ich ging zurück zu Leonis, erstmals. Sie hatte mir einen Zugang gegeben. Vor 2 Jahren, fast nur was passiert, ich hatte gelernt. Finished. Ihr Post wird the first layer, gelöscht, systematisch, no Spam blieb übrig. Newsletter, Werbung, nichts Persönliches, aber der Papierkorb vanished the layered, ich scrollete, 100 E-Mails, die meist non-wichtig, dann ein Nara, der Felix Brandt, betreff Projekt Asho Update. Ich öffnete die Mail, Leonie, wir müssen reden, nicht per Mail, nicht am Telefon, du weißt warum, melde dich. Es ist dringend, Datum 8. November, 6 Tage vor ihrem Verschwinden. Es sollten weiteren Mails vom Brandt. 5 insgesamt, alle kryptisch, alle Codes, alle mit dem Samton Dringlichkeit, die Ergebnisse stimmen nicht mit den Dursten überein. Jemand hat die Originaldaten verändert. Wir sind nicht die ersten, die es bemerkten. Die letzte Mail 12 November. 2 Tage vor Leonies Verschwinden. Ich habe Kopien gemacht.
sie aufbewahrt, fills me etwas passieren diese Verse sind. Sei fortet Leonie, sie beobachten uns, es starrt auf den Bildschirm, meine Hände zitterten. Zum ersten Mal seit Wochen. Wer war Felix Brandt, was für Projekt Echo, und wer waren sie? Ist Sorten Brandt, LinkedIn im Profil gelöscht, Facebook nicht vorhanden. Google ein einziger Treffer. Ein Konferenzbeitrag von 2019, wie Felix Brandt, Neurowissenschaftler, ehemals Charit, Berlin, ehemals. Ich rief die Sheriff an. Am nächsten Morgen fragten of die Brandt. Die Stimme am Telefon wurde kalt. Die Brandt ist nicht mehr bei uns beschäftigt. Seit wann? Das kannte nicht sagen. Kann sie mir sagen, wer jetzt arbeitet? Stille. Nein. Sie legte auf. Ist das in meiner Küche? Kaffee wurde kalt. Vor mir Notizen, Namen, Daten, Fragen. Liani hatte an etwas gearbeitet. Etwas, das nicht öffentlich war. Etwas manchen verschwinden ließ. Und sie hatte gerade angefangen zu verschwinden. Nexodune existierte. Aber nur auf dem Papier. Ich habe 2 Tage damit alles zu finden, was es über dieses Filme gab. Handelsregister Dörndung 2018. Geschäftsführer an Namen des zu keinem Geschäft führte. Adresse an Briefkasten in Frankfurt. Keine Mitarbeiter, keine Produkte, keine Kunden. Eine Hülle, eine Fassade, eine Firma, die nur dazu da war, etwas zu verschacken. Aber Leni hatte dort gearbeitet. Das wusste ich jetzt. Ich fand ihren Arbeitsvertrag in einer alten E-Mail an unsere Mutter. Neuer Job hätte sie geschrieben. Forschung. Wie spannend, kann nicht viel sehen. Das war vor 8 Monaten. Unsere Mutter hatte nicht nachgefragt. Sie fragte nie nach. Der Vertrag nannte keine Art, keine Abteilung. Nur projektbasierte Forschungstätigkeit im Bereich kognitiver Systeme, Neurowissenschaft. Wieder Brandt, es brought die weiter am Tag an, das beide zu finden. Das Fotos des Leonies Ordner, Grow, Fleur, ohne Schild, Google Maps have finished, aber ein Forum für Objektsfotografen auf. Menschen, die verlassene Orte fotografieren. Einer hatte ein ähnliches Gebilde gepostet. Comment how darunter steht seit Jahren leer. Aber tut so. Stand hat Berno bei Berlin. 30 Minuten von meiner Wohnung. Ist für ihn ein Animat auf Nachmittag? Unauffällig. Normales Auto. Normale Kleidung. Nur mein Herz look miss normal. Das Gebäude stand am Ende einer Sackgasse. Umgeben vom Brachland. Ein Zaun. Kein Schild. Aber Kameras, Vierstück, gut versteckt. Ich sah sie trotzdem. Vor ein leeres Gebäude sehr viel Sicherheit. Ich parkte 200 Meter entfernt, der Oberkette, eine Stunde. 2. Niemand kam, niemand ging. Aber 17:23 ging ein Licht an, in 2. Stock. Für noch 4 Minuten. Dann wieder aus, lese anders aus, ich fuhr nach Hause, recherchierte weiter. Nexodune, Projekt Echo, die Felix Brandt, und dann fand ich es. Versteckt in einer Fußnote einer akademischen Arbeit von 2021. Als Bedanken bei der erfolgreichen neuronalen Manipulation und der Anbeziehung nicht konsensualer Versuchsprotokolle und Fallbeispiel. Der Autor anonym, die Universität hatte den Artikel zurückgezogen. Aber das Internet vergisst nicht. Ich fand eine Archivierte-Version und ich las. Echo war kein Produkt, Echo war ein Programm. Ein Forschungsprogramm, entwickelt zur Optimierung kognitiver Reaktionsmuster. Übersetzt the Dancing Controller, übersetzt Manipulation, übersetzt Menschen verändern ohne dass sie es wissen. Die Studie sprach von Probanden, für unklar und Recruiteringen für Frauen. Von fehlenden Einwilligungsdokumenten, von Menschen, die teilnahmen, ohne zu wissen, dass sie teilnahmen. Und sie sprach von Todesfällen, 2. Beide als natürliche Ursachen deklariert. Beide unter 30. Beide gesund. Ich schloss den Laptop, meine Hände waren kalt, mein Atem flach. Leonie hatte das gefunden. Sie und Brandt. Sie hatten gesehen, was nicht gesehen werden sollte. Sie hatten Fragen gestellt. Sie hatten Kopien gemacht. Und jetzt war Brandt verschwunden oder verloren auch. Ich verstehe jetzt, warum die Polizei nicht wollte. Warum die Akten geschlossen waren? Warum niemand Fragen stellte, warum die Antworten zu gefährlich waren. Der Anruf kam um 3:17 nachts.
sleeve nicht. A sleeve that tag nicht my wristet. Mein Laptop stand offrum. Leonie's Dateien offrum Bildschirm. Mein Telefon lag neben mir. Es vibrierte. Unbekannte Nummer. Kind of for a while. Es nahm ab. Sagte nichts. Wartete. Stille. Dann atmen. Langsam. Kontrolliert. Hören Sie auf zu rufen. Eine Stimme. Männlich. Tief. Keine Emotion. Where sind Sie? Das spielt keine Rolle. Was wollen Sie? Innen allen ragt came. Humming the off. A spirit of women had snarlish look. Aber mein Stimme blieb brownish. Ich weiß nicht, wie hier ist der Christ nahm. Wo ist Männisch wusste. Spirit. The heise Quinten. 4. Ihre Schwester has Entscheidungen getroffen. Wie kann ich Hansen waren tro Hasen bör. Was soll das heißen, als heißt es in noch Entscheidungen treffen können. Bessere Entscheidungen ist die Tat, das Wort hang in der Luft, schwerer und gültig. Hören die auf zu suchen verfolgt, das ist keine Bitte. Legte auf, ist das in Dunkeln, das Telefon noch am Ohr. Das Stille war lauter als jedes Wort. Sie wussten meinen Namen, sie wussten meine Nummer, sie wussten, dass ich übte. Ich stand auf, ging Tims Fenster, zog den Vorhang zur Seite, nu einen Spielt, die Straße war leer. Fast. Ein Auto stand gegenüber, dunkel, keine Innenbeleuchtung. Aber ich tarin Umbres hinters Kopfes, hinter dem Scheuer, reglos. Ich ließ den Vorhang fallen. Mein Atem ging schnell, zu schnell. Sie beobachteten mich. Nicht es seit heute, vielleicht seit wotem. Ich ging zurück zum Laptop, öffnete meine Dateien, Leomies Ordner, die Fotos, die E-Mails, alles was ich gesammelt hatte, und dann sah ich es. Eine Datei, die ich nicht erstellt hatte. Neu. Heute. Vor 7 Minuten. Nur letzten on ETU-Texte, jemand mein Mann das Team. Wer dich telefonierte, wer dich am Fenster stand, sie warten mir den Computer, ich verschwundete die Datei, und ansehen ist es. Schwer's the Shutter öffnen kann. Leonies Fehler, wo nicht zu wissen am Orford, machen sie nicht einsam. Ich starte auf nem Bildschirm. Nie Worte vor Swan, nicht vor Training, vor Wut, die Daten sie könnten mich stoppen. Mit einem Anruf, mit einem Drang, mit einem Auto vor meiner Tür, aber sie verstanden nicht. Sie verstanden nicht, was Leonie mehr bedeutete, sie verstanden nicht, dass es nichts mehr zu verlieren hatte, sie verstanden nicht, dass Angst irgendwann in etwas anderes umschlagt, ich lasste nichts, ich machte Kopien. Auf ein USB-Stick, auf eine externe Festplatte, in einer Cloud in mein Name Klauk, den Trip ist eine E-Mail. An mich selbst, an eine alte Adresse, mit allem was ich hatte, falls mir etwas passierte. Weiter verschwand, wie Lani, wie Brand, sollte jemand wissen warum. Das Auto stand noch da als die Sonne aufging. 7:03 fällt his first wake. Langsam, als altes das sah, ich sah's, und ich muss weiter. Ich brauchte den Namen, und ich den Namen, jemanden der hinter Nexitune stand. Die Firma war ein Hühler, das wusste ich, aber Hühlen haben Besitzer, und Besitzer hinterlassen Spuren. Ich rief einen alten Kontakt an, Stefan, wir hatten zusammen studiert, Informatik. Arbeitete jetzt beim Firmensamt, nicht Mutters, aber nützlich, ich rode missladen. Miriam ist aber seit 3 Jahren je gehört. Ich weiß, es ist wichtig, stille, was brauchst du? Alles, was du über eine Firma namens nächste Gesellschaft mit beschränkter Haften finden kannst, Gesellschafter, Kantonbewegungen, Verbindungen. Das ist illegal, ich weiß, stille, lang an des Mal, gib mir Tage, eine Ries nach einem Tag zurück. Seine Stimme klang anders, angespannt, leise Etsons. Miriam, was hast du mir mal geheim? Eine Firma, das ist keine normale Firma. Was meinst du? Ich meine, dass ich nach 10 Minuten Suche einen Anruf von meinem Vorgesetzten bekommen habe. Die wissen heute, warum ich nur diesen Namen suche. Mein Magen zog sich zusammen. Was hast du gesagt, dass es ein Versehen war? Falsche Eingabe. Hat mir nicht geglaubt. Stefan atmete schwer. Nächste Juni ist gepflegt Miriam. This time, we're dann also please in ein Alarmhaus. Bei Weimar Emma, das ist keine Weimar Firma. Das ist? Ich weiß nicht, was das ist, aber hold dich fern. Ich kann nicht, dann kann ich dir nicht helfen.
legte auf. Ich versuchte ihn zurückzurufen. 3-mal, ging nicht ran, aber hatte mir etwas gegeben. Wann ist zu wischen. Antwort, geflaggt, Filmen ward nicht geflaggt. Nicht vom Finanzamt, nicht ohne Grund, das machte jemand anderes. Jemand mit mir macht. Ich begann anders zu suchen. Nicht nach der Firma, nach dem Muster. Eigentliche Austreben. Fördergelder. Förderungsbudgets, Regierungsprojekte, erstauete 4 Tage. Schlaflose Nächte, kalte Kaffee, rote Augen, dann fand ich es, ein Dokument, veröffentlicht auf einer EU-Transparenz-Website. Liste der förderte Projekte 2019, Sicherheitsvorsorge, Projekt Asyl, Vorsorge mit 3 Millionen Euro, Laufzeit 36 Monate, Partner nächste Gesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin, koordinierender Partner Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich las deinem 3-mal, Verfassungsschutz, nicht Polizei, nicht irgendeine Behörde, der Inlandsgeheimdienst, Asyl war kein privates Projekt, Asyl war staatlich. Finanziert mit Steuergeldern, koordiniert von Menschen, die niemandem Rechenschaft schuldeten. Leonie hatte nicht an irgendeinem Experiment gearbeitet. Sie hatte an einem Regierungsprojekt gearbeitet, und sie hatte etwas gefunden, das nicht gefunden werden sollte. Ich druckte das Dokument aus. Legte es zu den anderen. Mein Ordner wurde dicker, die Wahrheit wurde schwerer, aber es fehlte noch etwas. Ein Name, ein Gesicht, jemand, der verantwortlich war. Das Dokument nannte einen Ansprechpartner. DM Markus Weber refert es die Bundesamt die Verfassungsschutz. Ich googelte ihn. Nichts, keine Bilder, keine Interviews, keine Spuren. In Geist im System, aber Geister haben Adressen und Adressen kommen finden, wenn man bereit ist, den Preis zu zahlen. Der Markus Weber existierte, aber wollte nicht gefunden werden. Es suchte 3 Tage, keine sozialen Medien, keine Publikationen, keine Fotos. Ein Mann ohne digitale Spur. Dann fand ich einen Fehler. Sein Fehler, eine Konferenz in München 2017. Innere Sicherheit im digitalen Zeitalter. Teilnehmerlandstra online. Langst vergessen, aber nicht gelöscht. D. Markus Weber. Bundesamt für Verfassungsschutz reveriert es den Gardenim ein Fotografie. Klein, unscharf, aber ein Gesicht, schmale Lippen, graue Schläfen, ungenichts verrieten. Ein Gesicht, das man sofort vergisst. Vielleicht war es Absicht. Ich speicherte das Bild, trockte es aus, klippte es in meine Wand, nimm Liane, nahm Brand, nimm dem Gebäude in Bernau. Die Verbindungen wurden sichtbar. Ein Netz aus Namen und Lügen. Aber ich brauchte mehr. Ich brauchte Dokumente, Beweise, etwas, das nicht verschwinden konnte, Leonies verschlüsselte Datei. Die 3. Datei aus ihrem Ordner. Ich hatte sie nicht öffnen können. 256-Bit-Verschlüsselung, unknackbar, zumindest für mich. Aber Leonie war klug. Sie wusste, dass ich nicht aufgeben würde. Sie musste mir einen Hinweis hinterlassen haben. Es ging ihre Einmail-Storage. Nur einmal. Jeder Einzelne sollte dann noch versteckte Nachrichten, dann sei es eine E-Mail an mich. Vor 4 Monaten betreffend Mamas Geburtstag. Ich hatte sie damals gelesen, nichts Besonderes. Nur Smalltalk, wann wir uns treffen, was wir schenken. Und ein letzter Satz, Parkplatz S in Studio an der Versteck, wo wir als Kinder die Schatzkarten verstattet haben. Willst du mal was Wichtiges suchst? Ich hatte nicht darauf geachtet, damals. Jetzt verstand ich. An der Verstatt, der alte Schuppen hinter Omas Haus, an dem losen Brett, wo wir als Kinder Geheimnisse versteckten. Oma war seit 4 Jahren tot. Das Haus stand leer, aber es gehörte not der Familie. Ich fuhr am nächsten Morgen. 4 Stunden not Brandenburg. Ein Dorf, das kaum ein Dorf war. 3 Häuser, ein Feldweg, still, das Haus aus wie früher. Nur älter, müde, wie alles hier. Das Stoppen stand noch kaum, das Dach angebrochen. Die Wände faulten, aber das brannte da. Ich fand es sofort, darunter eine Plastiktüte, wasserdicht, darin ein Briefstick und ein Brief. Leonies Handschrift. Ich erkannte sie sofort. Miriam, wenn du das liest, bin ich entweder tot oder verschwunden. Beides ist möglich. Das Passwort für den Stick ist der Number on this ersten Hus rückwärts plus dann Djibutia.
vertrau niemandem, vor allem keine Behörde. Wie stecken alle drin? Bis kannst Es tut mir leid, dass es dich dariens hier, aber jemand muss es wissen. Ich liebe dich, Lita. Meine Hände zitterten. Ich las den Brief dreimal. Die Worte verschwommen. Diesmal vor Tränen. Ich fuhr nach Hause, schloss den USB-Stick an, tippte das Passwort ein. Schon durchs Novi on Max on the Hound. Rückplatz plus Nosen in das 5 Neuesinch. Das Stick öffnete sich. 23. Time. Documento, Beristo, Taban, E-Mails. Ich öffnete die erste, Brief kommt Bundesamt für Verfassungsschutz, Stempel verschlossen. No für den Dienstgebrauch. Betreff Projekt Echo, Abschlussbericht Vater. Ich las und mir wurde kalt, Probanden, nicht freiwillig, rekrutiert aus Obdachlosenheimen, aus psychiatrischen Einrichtungen, aus Flüchtlingsunterkünften. Menschen, die niemand vermissen werde. Experimente, kognitive Manipulation, Gedächtnislöschung, Persönlichkeitsveränderung, Nebenwirkungen Psychosen, Organversagen, Tod, 11 Tote in 3 Jahren, alle dokumentiert, alle vertuscht, alle vergessen und ganz unten eine Unterschrift, der Markus Weber, Projektleiter. Ich schloss den Laptop, starrte an die Wand, an sein Gesicht. Hatte Menschen getötet, mit Genehmigung, mit Budget, mit dem Segen des Staates, und Leonie hatte es herausgefunden. Ich brauchte jemanden, der reden würde, jemanden von innen. Jemanden, der bestätigen konnte, was auf dem Stick war. Die Dokumente allein reichten nicht. Nicht für die Presse, nicht für die Öffentlichkeit, nicht für irgendjemanden. Man würde sagen, gefälscht. Man würde sagen, Verschwörungstheorie. Man würde sagen, eine verzweifelte Frau, die ihre Schwester sucht. Ich brauchte ein Gesicht. Ain't Stimme, ain't Soin. In the emails of them Stick fand es ain't Nom. Thomas Kellner, ehemaliger Mitarbeiter von Nexoduna. Laborassistent, erkundig vor 8 Monaten, offizieller Stein Abbau. Inoffizieller hatte fragende Stein. Ich fand seine Adresse. Nicht vor. Hatte sich nicht versteckt. Vielleicht auf den E-Mail suchen. Vielleicht war müde. Müde vom Weglaufen. Lebte in Potsdam, eine kleine Wohnung, Stock. Kein Aufzug. Ich klärte an Donnerstagnachmittag. Keine Entschuld. Ich kehrte nicht einmal. Schritte. Langsam. Zugend. Die Tür öffnete sich ein Speit. Kette vorgelegt. Ein Auge. Mess alles. Hat keiner. Wir will es essen. Einem ist mehr enttäuscht. Meine Schwester ist Leonie Arsch. Die Herren mit der arbeitet. Stille. Das weitete sich. Nu kurz. Dann wollte ich schmeilen. Ich kann keine Leni. The Luden. Gehen die Weg. Die ist verschwunden. Vor 2 Monaten. Niemand sucht nach ihr. Niemand außer mir. Sagte nichts. Aber schloss die Tür nicht. Ich habe die Dateien. Sagte ich. Dann aus Spacejack. Die Dokumente. Project Akku. Alles. Sein Atem stockte. Ich wurde erstaunt spät. Woher haben Sie Leni hat ihm versteckt? Für mich, falls hier etwas passiert. Stille. Stehende könnten. 20. Dann das Geräusch stackte. Die Tür öffnete sich. Thomas Kanner war Mitte 40. Aber sah aus. Angefallener Wein. Ihre Haut. Und nicht zufrieden sehen könnten. Kann die rein. Sagte Schnell. Gewohnung Herr Bunker. Flirrende Flickigkeit. Über Kartons. Ausfüllende Packen. Und hätte nie ausgepackt. Ihr bot mir keinen Kaffee an. Keine Höflichkeiten. Setzte sie auf einen Stuhl. Es blieb stehen. Sie hatte nicht fragen dürfen. Sagte was Leni? Sie hatte nicht fragen dürfen. Nicht so viele Fragen. Nicht so laut. Seine Hände zitterten. Aber merkte es. Legte sie auf die Knie. Presste sie fast. Was ist mit ihr passiert? Das weiß es nicht. Aber sie wissen etwas. Sammelte an. Direkt. Sein Mal. Etwas in der zu viel Frot verschwindet. Brand. Ein Kollege namens Rota. Eine Praktikantin an die Renamentmission in the Rain. An ein Laster. Kurz. Itter. Und erinnere mich nicht an irgendeinem Instanz nicht Oris. Sie ist wat und du weißt nicht wann mehr wie sie hieß. Und sie, ich hab nicht gefragt. Du hab nichtüsen. Pascal meint fair. Mein Ratten. Ich weiß nicht, was du machst. Stand auf, geht an Katum, wütete, zog am Unterlenkhaus,
das hier mir Lenny gegeben. It's why I've been before the first round. These actors filed to me at was passive games das ihr modem damsi Vertrauen. Reise meinen Umschlag, Vertrauen in niemandem. Ambos isn't here, as a name sie ist, ich öffnete den Umschlag. Fotos. Das Gebäude in Bernau, aber von in Labor, Geräte, Batten und Götten und Menschen. Menschen, die es wie Freiwillige aussahen. Das ist Akio, sagte keiner. This is was wir getan haben. Ich sah ihn an. Wherein sie das öffentlich sagen, lachte wieder. Dieses bittere leere Lachen. Ich bin in 3 Tagen in Portugal. Neue Norme, neues Leben. Ich reihe mit niemandem mehr, nicht mehr mit mir selbst. Ging zu Türe, öffnete sie. Gehen Sie jetzt, und kommen Sie nicht wieder. Ich trat auf in Flur, drehte mich eine letzte Frage. Glauben Sie das Lehnen oder Liebs? Sah mich an, lange, dann sagte Ist Claudius manche Wahrheiten mehr kosten als ein Leben wert ist? Die Tschüss lost this. 3 Tage später last is online for an item Autounfall. Of their Oats Riff, Richtung Frankfurt oder, Anman, Metafields ist, sofort tot, Name Tamaskar, keine weiteren Details, ist lost in Laptop. And is Schwester, sie räumten auf. Sie kam in der Nacht, nicht laut, nicht mit Tieren, nicht mit Klopfen an der Tür. Sie kamen leise, wie Schatten, wie etwas, das nicht existieren sollte. Ich schlief nicht. Zed Kellners Tar schlief es nicht mehr. Ich saß am Laptop, kopierte Daten, schickte E-Mails und Adressen, die es mir selbst erstellt hatte, Sicherheitskopien, meine Sicherheitskopien, und Flyers und filteriertes, ein Klicken, leise, an meine Wohnungstür. Kein Schlüssel, kein Klopfen, nur dieses Klicken, das Geräusch von Werkzeug, von Professionalität. Ich reagierte ohne zu denken, Laptop zugeklappt, who is basic in the Joggentasche, Handy in the andere. Sure hat es nicht an, das Klicken hörte 11, die Tür öffnete sich. Langsam, ich sah in die Tür einer Taschenlampe. Es wurde ein Frontstar, vorgelangte, Stick, aber da, es klatterte his nose. Kein Blick zurück, no runter, Stufe für Stufe, das mein Teil war kant unter meinen Händen. Mein Atem bildete Worten in einer Art Loft, hinter mein Stimmen, leise, kontrolliert, sie ist nicht hier, Fenster, dann Schritte schnell, ich sprang die letzten 2 Meter, landete liegt, mein Knöchel schrie auf, ich rannte trotzdem, die Gasse, links, dann rechts, ich kannte mein Vater, jede Abkürzung, jeden Haterhof. Sie kannt mich nicht, das war mein Vorteil, mein einziger, ich rannte 3 Blocks, dann versteckte es mich, hinter einem Container, zwischen Mulsiken, den Geruchflat ohne Tracklist, aber his Atmeter flach, the victim is nixt, ein Auto fuhr vorbei. Langsam, suchend, Scheinwerfer testeten die Straße ab. Ich drückte mich tiefer in den Schatten. Es fuhr weiter. Ich wartete 10 Minuten, 20, eine Stunde. Dann bewegte ich mich nicht nach Hause. Nie mehr nach Hause. Ich ging zu einem Internetkauf. 24 Stunden in der Offnet. Am Bahnhof. An Art von einem Frankstedt. Ist seltsam. That's them is an einem Rational in der Echo. Offnette meinen E-Mail-Account, den Geheim, denn den Niemand-Counter. Ich hatte einen Nachricht. Von mir ist erst automatisch gesendet. Ein Timer, den ich angerichtet hatte, für die 3 Tage nicht aktiv war. Aber das war nicht, was mich interessierte. Ich öffnete die lateinische Manuskripte, die Dokumente, die Fotos, alles not da. Dann überprüfte es mein Laptop. Remote? Zwischen dem ich vor Jahren Anger ist der Titel. Paranoia, damals hat es Mr. geschämt. Jetzt radelt es in mein Leben. Der Laptop war online, aber ich Doorboard in der Lassen hatte. Der Standout Bundesamt für Verfassungsschutz, Berlin Treptow. Sie hatten meine Wohnung, sie hatten alles, aber sie hatten nicht den Stick. Und sie hatten nicht den Kopien. Und sie hatten nicht mich. Ich saß in diesem Cut zwischen Drunkers und Obdachlosen. Manchen, die niemand sah, manchen, die niemand vermisste, wie die Probanden von Echo, wie Leni. Und ich verstand. Ich war jetzt eine von ihnen, eine, die nicht existieren konnte, eine, die verschwinden konnte. Ohne dass jemand fragte, mein Telefon vibrierte, eine SMS, unbekannte Nummer. Wir finden sie. Es ist nur eine Frage der Zeit, geben sie auf. Es ist einfacher, ich löschte die Nachricht. Der Nachricht SIM-Karte heraus, Sabrakti,
Valve die Schoker im Verschwundene Eimer, eine Frage, the Darkness wurde aufgegeben, weil es in war, the Verstand nicht, Leonie hatte nicht auf the game. Brandt hatte nicht aufgegeben, Kenner hatte versucht zu fliehen. Ich werde kämpfen, ich kaufte ein neues Telefon. Prepaid, Babbitt Child, dann verließ ich das Café, die Sonne ging auf. Ein neuer Tag, ein neues Leben. Eines, das ich mir nicht alles erlebt hatte, aber eines, das ich leben werde, solange es dauern werde. Ich brauchte 3 Wochen, um alles zusammenzusetzen. 3 Wochen in Hostels, 3 Wochen mit falschem Namen, 3 Wochen mit Barzahlung, 3 Wochen Schatten. Ich mietete ein Zimmer in Kreuzberg. Ein Loch, Schimmel an den Wänden, kein Internet, keine Fragen. Perfekt. Jeden Tag ging ich in ein anderes Café, einen anderen Coworking Space, eine andere Bibliothek. Nie zweimal derselbe Ort. Nee, langer als 2 Stunden. Ich las die Dokumente, alle 23. Immer wieder, bis ich sie auswendig konnte, bis die Worte in meinen Träumen auftauchten, während ich schlief. Und langsam formte sich das Bild. Projekt Eschur war 2017 gestartet, offiziell Forschung zur kognitiven Resilienz, inoffiziell Experimente an Menschen, ohne Einwilligung, ohne Aufsicht, ohne Grenzen. Die Idee war einfach. So einfach. Wenn man Erinnerungen löschen konnte man Zeugen löschen. Wenn man Persönlichkeiten verändern konnte man Agenten erschaffen. Wenn man Gedanken manipulieren konnte man die Wahrheit kontrollieren. Die Realität komplizierte. Die Experimente scheiterten. Immer wieder. Nannten wir kommen. Pischosen, Karma, Tod. Aber the Martin weiter, weil das Budget da war. Weil niemand Rechenschaft forderte, weil der Versuchspersonen Menschen waren, die niemand vermisste, bis Lenny kam. Sie war als Datenanalystin angestellt worden, ihre Aufgabe Ergebnisse aufbereiten, Berichte schreiben, Seinchen motten, aber Lenny war zu gut, zu genau, zu gewissenhaft. Sie sah die Diskrepanzen in den Daten, in den Berichten, in den Sein, Probanden, die in den Akten als erfolgreich entlassen geführt wurden, aber keine Spur hinterließen, keine Adresse, keine Sortierverfahren, keine Existenz. Sie fragte nach, erst vorsichtig, dann lauter, dann zu laut. In einer E-Mail an Branch ripp sie, ich habe die Todesmeldung an the Fountain. 11 Stück, alle als natürliche Ursachen deklariert, alle innerhalb von 3 Jahren, alle im Umkreis von 50 Kilometern um Bernau. Das ist kein Zufall, das ist ein Muster. Brandt antwortete, ich weiß, ich habe die Optiktionsbreite gesehen. Sie wird nachträglich verändert, jemand mit Zugang zu dem System, jemand von oben, die Markus Weber war nicht nur Projektleiter. War der Architekt, der Spinner im Netz, der Mann, der alles wusste, der Mann, der alles kontrollierte, und hatte Schutz, von ganz oben. In einer Netheim fand ich in Vermark, handschriftlich angescannt, keine andere Schrift, aber in Kürze, genehmigt, Parkplatz K, ist reservierte, wäre Parkplatz K, wäre hatte die Mod an Programm wie Aschuta Nevin, wäre stand über Weber, als Dowager Wuke, dann hatte ich einen Namen, Peter Kurze, Staatssekretär in Bundesinnenministerium, verantwortlich für innere Sicherheit, verantwortlich für die Geheimdienste, verantwortlich für alles, ein Mann, der mir nie interessierte, ein Mann, der nie in Dokumenten auftauchte, Lucy in diesem ein, der sein anschriftliche Vermerk, als liegende zurück, starrte eine Decke, Schimmerslitten. Sie sahen aus wie Landkarten, jetzt frustend Leonie hatte nicht nur ein Experiment aufgedeckt, sie hatte ein System aufgedeckt, ein System, das bis in der Regierung reichte, ein System, das Menschen tötete und vergaß, ein System, das sich selbst schützte, jeden Preis, und sie hatten den Preis bezahlt, aber sie hatten mir die Wahrheit hinterlassen, denn ausbestig, die Dokumente, die Namen. Sie hatte gewusst, dass schlimm war, und sie hatten nur ausgegeben sich Worte, das zu enden, ihr Schlag gewinnt ein, möchte eine letzte Kopie, versatte sie, schriebte, immer, Liste, die Seite verfolgte, eigentlich kam uns hatte, und schon einmal gegen den Staat erwonnen hatte. Ich schrieb, mein Name ist Miriam Vogt. Meine Schwester wurde vom Verfassungsschutz ermordet. Ich habe Beweise. Ich musste reden. Ich drückte auf Senden und wartete. Die Journalistin hieß Vera Steinbach.
investigativ, hartnäckig, geschüchtert. Sie hatte Minister gestürzt, concerned bloßgestellt, Skandale auf der Benehmen auftaking wollte, die antwortete nach 4 Stunden, mitten in der Nacht. Morgen, 14 Uhr, Kauf ein Landwehrkanal, kommenti allein, bringen die Alice mit. Dies kam allein. Ist Prater Alice mit? Sie saß in der Echo. Rücken zur Wand, an zu Tür, wie jemand gelernt hatte vorsichtig zu sein. 50, vielleicht Alter, kaum Stranen, keine Schminke, kein Licken. Frau Fotcht, Frau Steinbar, wie datete auf den Strumigen über, setzte mich, für hem an Stunde, sehen Sie, hätte alles, vom Anfang an, Leonies verschwinden. Die Behörden, die Lüden, Nexaduna, Echo, Brandt, Karina, Reber, Kreutzer, die unterbrach mich nicht, machte keine Notizen, nur ihre Armbewegungen prüfend, abweigend, sitzierend, als ich schartig war, sagte sie nichts. Eine Minute, 2, dann, die Dokumente, legten in Ausbastig auf den Tisch. Du nimm die Fotos, die Berichte, alles was ich hatte. Sie nahm den Stick, steckte in einen Laptop. Alt, nicht verbunden, keine Internetverbindung, sie wusste wie man vorsichtig war. Sie las, scrollte, klickte, ihr Gesicht blieb ausdruckslos. 20 Minuten, 30, dann schloss sie den Laptop. Sah mich an, das ist groß, ich weiß, das ist gefährlich. Ich weiß, wenn wir es veröffentlichen, werden sie nie wieder ein normales Leben führen. Let habe kein normales Leben mehr. Seid ihr verschwunden? Sie nickte, langsam, als hätten sie diese Antwort erwartet. Es seit Monate dann, sagte sie, wir müssen alles verifizieren. Jedes Dokument, jede Aussage, jede Verbindung. Wir brauchen Antworten, wir brauchen Schutz. Wir brauchen Zeit. Ich habe Zeit, haben Sie auch Geduld. Ich habe meine Schwester verloren. Geduld ist alles, was mein Problem ist. Sie stand auf, schackte den Stick in ihre Tasche, die Fotos, die Dokumente, alles. Ich mette mit, sagte sie, wechseln Sie das Holster. Alle 3 Tage. Seien Sie bar, sprechen Sie mit niemandem, vertrauen Sie niemandem, außer Ihnen. Sie lächelte. From you smile, as what kind of Amüslichen. Aber an erstes, vertrauen Sie mir auch nicht. Aber arbeiten Sie mit mir? Sie ging. Ich blieb sitzen. Der Kaffee vor mir war kalt. Ich hatte ihn nicht angerührt. Draußen regnete es. Manchen liefen vorbei. Mit Schirm, mit Eile, mit Limdeno Malvaru. Ich sah sie an. Und ich fragte mich, ob ich wie einer von ihnen sein werde. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht nie mehr. Aber das war in Ordnung. Ich hatte nicht angefangen, weil ich ein normales Leben wollte. Ich hätte angefangen, weil Leni verschwunden war, weil niemand sie suchte, weil niemand die Wahrheit sagte, jetzt wo die Wahrheit gesagt hatten. Nicht von den Behörden, nicht vom Staat, nicht von den Geschulten, von mir. Ich stand auf, seite den Kaffee, trete hinaus in den Regen, die Stadt war grau, die Menschen waren fremd, die Zukunft war ungewiss, in was war Frangoste, zum erst war es auf Gaste-Inches. Es war angisch aufharm, mich karate, mich schmam, mich bis hammer bekannter, mich bis jedes hatte, nicht bis jeder verantwortliche Hebetheit hatte. Liane hatte mir die Wahrheit gegeben, jetzt wurde sie develop gamen. Das war ich diese Schuldes, das war ich mir schuldet, das war ich einmal schuldet different from Mulan. Ohne Normen, ohne Stimme, ohne Gerechtigkeit. Es bin mir am Vogt, meine Schwestern wurde ermordet, und ich wäre nicht trying.